Schottland hat so viel zu bieten. Ein Land durchzogen von fesselnden Mythen und Geschichten. Zwischen klaren Seen, majestätischen Bergen und beeindruckenden Wasserfällen scheint es so, als hätte hier jeder einzelne Fels sein eigenes kleines Stück Geschichte. Und je mehr die Jahre durchs Land ziehen, umso häufiger hört man die Legenden durch die alten Gemäuer hallen. Von den schottischen Highlands bis zu den historischen Burgen. Jede Ecke des Landes birgt neue Entdeckungen. Abwechslungsreich und vielseitig. Inmitten dieser Naturschönheiten fehlt jedoch etwas, womit wir nicht gerechnet hätten. Gasflaschen. Ganz ehrlich, Leute, wir frieren uns gerade den Arsch ab. Es ist jetzt nicht nur schön und sonnig geworden, sondern auch echt eisig kalt. Your colleague said she could sell us a full bottle. Okay. So, do you know maybe where to get a kit like that? Is it like possible to find it here on the Isle of Skye or? Okay. 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 Well, thank you so much then. Yeah, thank you. Bye bye. Okay, also erst hat sie gesagt, sie kann so eine Flasche verkaufen für 6 Liter. Die kostet 80 Pfund. Dann habe ich gefragt nach einem Adapter. Dann hat sie mich zu einem Kollegen rübergestellt. Und der hat gesagt, es gibt halt so viele Adapter. Normalerweise bringen die Leute das mit. Ja, ich habe den Hint verstanden. Aber wir haben das nicht mitgebracht, weil wir dachten, das Gas reicht, was wir mit haben. Und die verkaufen das hier nicht und es gibt hier auch nichts auf der Insel. Also die sind schon die Main Station, meinte er. Also, ja, es war nicht erfolgreich. Hier können wir nicht bleiben. Dann rufen wir den in Inverness mal an, ne? Mama. Ja. Meine Zehen sind eingefroren. Ja, dann komm rein und wärm dich hier. Schmeiß mal das Auto an, dass wir hier ein bisschen Wärme reinkriegen. Komm. Ich spüre sie nicht mehr. Ja, was soll ich jetzt machen, Lotti? Mach mal jetzt die Kamera bitte aus. Boah, das Wasser ist schweinekalt. Gerade eben nochmal Wasser nachgefüllt und Abwasser rausgelassen. Oh, richtig kalt. Alter Schwede. Ja, schön jetzt mit Sonne wieder hier. War schön hier auf der Isle of Skye, oder? Gaspullen gibt's an der Tanke, ne? Aber ja, wir waren gerade an der Tanke, also eine Gasflasche könnten wir hier kaufen. Allerdings für 80 Pfund, kein Schnäppchen. Für eine 6 Kilo Flasche. Das ist jetzt eine Option. Ich habe zu Susi gesagt, das lassen wir erstmal, weil wir brauchen natürlich auch noch einen Adapter, um diese Gasflasche hier am Fahrzeug anschließen zu können. Und ohne Adapter macht jetzt so eine teure Flasche auch keinen Sinn. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir so einen Adapter nicht finden. Und wir sind hier jetzt auf der Isle of Skye. Hier gibt es natürlich gar nichts. Es gibt jetzt in Fort William noch so einen kleinen Express-Go-Outdoor-Laden. Und in Inverness, oder wie heißt das? Ja, Inverness. Inverness gibt es halt einen großen Campingstore, ähnlich wie Fritz Berger. Allerdings 2 Stunden oder 2 Stunden 17 von hier entfernt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal in den sauren Apfel beißen und dahin fahren und gucken, ob die so einen Adapter haben. Oder? Oder so ein Gasfritze. Aber ein Gasfritze hat halt auch nicht solche Adapter für einen Campingbus. Glaube ich nicht. Und mich wundert das auch, dass das hier nicht häufiger vorkommt, weil wenn so eine Flasche in der Tat so schnell alle ist und ich hier 14 Tage unterwegs sein will, bei nicht den günstigsten Temperaturen für Outdoor-Camping, dann müsste dieses Problem doch häufiger vorkommen. Und befüllen geht halt nicht, ne? Das machen die nicht mehr. Ja, ich fürchte, wir fahren jetzt erstmal los. Nach Westen Richtung Zreitnik-Schuinig starten, dann rechts abbiegen.
spannende Teil dieser Straße, den haben wir jetzt gerade schon hinter uns. Und ich glaube, Susi hat sich die ganze Zeit überlegt, ob es wirklich die beste Idee war, ob sie lieber hätte frieren sollen oder ob der Tod hier auf dieser Straße eine adäquate Ergänzung, Lösung oder eine Option gewesen wäre, weil die Straße hier ist unfassbar spannend. Hier sind Schlaglöcher, da verschwindet ein ganzer Reifen und die wird teilweise plötzlich ohne Vorwarnung extrem eng. Und die ist halt echt auch alt, ne? Also hier sind Krater in der Straße drin. Zum Glück kommt nicht so viel Gegenverkehr. Eigentlich habe ich nur überlegt, wie ich dich dafür später bestrafe, dass du mit uns hier lang fährst. Ich bin so beschäftigt hier mit Angst haben und dann soll ich ja noch die Kamera halten. Genau, und dann bist du noch so hart hier am Berg, wo du denkst, Alter, gleich fällt auch noch ein Stein runter oder so. Ja. Das ist echt, also das hätte ich nicht gedacht hier. Das ist jetzt mal... Es gab zwei Optionen dieser Strecke, die etwas längere und die kürzere. Und wir haben uns jetzt für die kürzere Variante entschieden. Allerdings ist die kürzere Variante hier auch die spannendere, würde ich mal so sagen, als neutralen Begriff. Was ist das denn? 13,9. Ich verstehe die Schilder teilweise nicht mal. Auch nicht. Irgendwas eine Brücke, wo man kaum durchpasst. Viel Spaß und Spannung erwartet. Oh Gott, oh Gott. Da passen wir aber durch, oder? Ja. Schon, ne? Das ist über 4 Meter. Ist 4 Meter, ne? Da fährt der Zug rüber. Es wäre jetzt auch blöd, wenn wir da nicht durchgepasst hätten, ehrlich gesagt. Mhm. Weil hier, wie willst du denn hier wenden? Gar nicht. Fährst du den ganzen Berg rückwärts wieder hoch. Yay! Das ist schon ein bisschen schön hier. Ist ein bisschen schön, ne? Ein bisschen Zauberwald. Ich euch hier biete. Ja, Also klar. alles dabei. Drei Nervenkitzel. Herzinfarkte, Genau, Nervenkitzel, wunderschöne Landschaften. 5 Wutanfälle. So sieht's aus. Und noch Spannung. Spiel, Spaß und Spannung, man weiß nicht, was kommt. Hinter jeder neuen Kurve kann ein was Neues erwarten. Ein Laster warten, der dir. So, genau. Oder ein Omnibus. Möglich? Ja. Oder du fährst hier einfach rein. Ich fahr da einfach rein, ne? Ja. Steht da nicht No? Irgendwas? Weiß nicht. Voll ist nicht, wa? Ich bleib einfach hier mal so stehen. Ja, mach mal. Da ist noch ein Camper. Der hat vorne sogar die Klappe auf. Dem geht's vielleicht noch schlechter als uns. Dem geht's vielleicht noch schlechter. Sonst nehmen wir einfach seine Gaskartuschen. Die brauchen wir nicht mehr. Ja. Nachdem wir den anderen Leuten schon die Getränke abgeluchst haben. So sieht's aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. What a rich. Also eigentlich sollten wir um 13 Uhr hier sein. Echt jetzt? Ja, kurz nach 13 Uhr. Und jetzt 1,5 Stunden länger gedauert. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob die sowas haben. Also, wenn nicht, bin ich noch mehr gespannt, was wir dann machen. Weil jetzt ist es ja schön warm in der Sonne, aber ich weiß, dass es nachher schon wieder 2 kleine Frostbeulen geben wird, die sagen, nee, das geht so nicht. Naja, schauen wir mal. Go outdoors. Boah, was
so ein Riesenladen. Krass. Wow. Riesig. We're stuck to it. So we're not allowed to sell you a brand new bottle. It can only be a swap for swap, and it can only be a swap for a Cala bottle. Whereas before it was really lenient, and we got to swap different things. Are we the first ones to try No, that? you are about the 5th people that I've had in the last month, probably, that we've not been able to do, and I've sent them all to S&D Harbour. Okay, so 45 minutes from Inverness. Yeah, okay, we're on our way. Thank you so much and see you soon. Okay, bye-bye. Susi, ich habe sonst eine Idee. Guck mal, warte mal. Wir können, hier, guck mal, hier gibt's Campinggas und so. Und dann suchen wir uns einfach ein Heizgerät und einen Kocher. Ich wollte gerade sagen, dass das klappt. Wieso machst du denn jetzt was ganz anderes? Wie es was klappt. Ich habe den gerade angerufen, der sagt, kommt. Echt? Ja, Was? Okay. ich habe beschrieben, das Problem, deutsche Flasche. Also ja, Fittings hier haben wir, okay, ist ein 45 Minuten Drive. Wir sind bis 5:30 offen. Ach, mega, okay. Wir müssen hier nichts zusammenbasteln. Nee, Mann. Oh Mann, und ich dachte schon, wir suchen uns jetzt hier mit Campinggas und so hier. Die haben ja hier irgendwie diese ganzen kleinen Sachen. Da hätten wir uns einfach ein mobiles Heizgerät und einen Kocher noch gekauft. Komm, wir fahren jetzt weiter direkt. Alles klar, okay. Oh Mann, ey. Aber ich hätte mir gewünscht, dass du da hochkletterst. Ja, ja. Später, wenn wir einen Kocher haben. Erstmal first things first. Oh, aber echt, hey. Okay, großer Laden trotzdem. Hier gibt es eine Menge zu kaufen. Klettersachen. Klettersachen, Outdoor-Sachen. Ja, okay, keine Zeit. Jetzt Campinggas auffüllen. Alles klar. Wenn das geht. Oh Mann, ey. Okay, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das klappt und was die da für Geld aufrufen. Ich habe mich ja gern hier noch umgeguckt, ne? Krass, okay. Keine Zeit für Shopping. Oh Mann. Wie 45 Minuten zu fahren? Das ist ja unglaublich. Also das ist ja eine Marktlücke. Man kann ja hier in Großbritannien quasi einen Laden aufmachen mit Verkauf und Verleih von deutschen Gasflaschen. Also ich glaube, das würde laufen, weil sie meinte ja, sie hatte in letzter Zeit schon sehr, sehr viele Leute da, die gefragt haben, ob sie die Gasflaschen tauschen können. Vorsichtig hier. Naja, gut, okay. Schwingen wir uns wieder ins Auto und fahren nochmal 45 Minuten, wa? Yay! Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Alles nur, weil wir ein bisschen zu euphorisch dumm waren. Anfängerfehler, würde ich mal sagen. Ah. Mann, ey. Und ich bin schon gerade im Kopf die ganzen Lösungen durchgegangen, die wir uns hier zusammenbasteln können. So einen kleinen mobilen Kocher habe ich schon durchgerechnet, kostet hier 20 Pfund. Ne? Und so eine Heizung hätten wir auch mit Campinggas machen können. Wenn das jetzt nicht klappt, dann sind wir auch gleich wieder hier. Ja. Ja, genau. Also dann können wir zur Not hier uns so einen kleinen mobilen Kocher holen. Wobei ich würde mir wahrscheinlich einen Benzinkocher. Genau, ich würde mir einen Benzinkocher holen. Weißt du, dann hast du dieses blöde Gasproblem nicht. Das könnte auch für später mal ganz gut sein. Und es gibt ja auch diese kleinen mobilen Heizgeräte, die du dann hier so hinpacken kannst. Ja, also dann müssen wir echt improvisieren, ne? Ja, wenn das jetzt nicht klappt, müssen wir, und über Kosten habt ihr auch noch nicht gesprochen, ne? Wip. Damit es spannend bleibt. Das ist ja langweilig. Ja. Hast du alles? Okay. Aber Outdoor ist hier echt ein Thema, ne? Also gibt echt viele Läden und dann hier auch noch so große Läden. Und kauft euch unbedingt diese Schokoriegel, die sind so gut hier. Und komm aus Schottland. Das stimmt, deswegen kriege ich auch von Susi nur eine Waffel. Ja, weil ich die nicht teilen will. Ja. Na gut, komm, wir haben keine Zeit. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir noch wieder umdisponieren. Los geht's.
Susi hat gerade noch in so einem Forum gelesen, dass es hier wohl doch in der Nähe noch eine Möglichkeit geben könnte. Und jetzt sind wir hier auf so einem, ja, Fabrikgelände, würde ich fast schon sagen. Also so ein etwas größeres Gelände. Ich weiß gar nicht, was die hier machen. Aber da hinten steht auch irgendwas mit Öl. Also wahrscheinlich irgendwas mit Gas und Öl. Und ja, ich bin gespannt. We heard already that's like there's a change here. So there is a place. I can't remember what it's bloody called though. It's right by the petrol station. Ach, wir müssen ein Business draus machen. Oh, echt, ey. Verdammte Wurst. Ich dachte, Das ist ja alles einfach nicht so einfach. ich kann jetzt hier noch so einen Shortcut machen, weil ich hatte in der Bewertung von dem Laden, wo wir eigentlich jetzt auf dem Weg waren, hat jemand geschrieben, vielen Dank für den Tipp. Bei Inverness gibt es bei so einer Oil Filling Station die Möglichkeit, Flaschen in allen Größen zu bekommen. Dann habe ich gedacht, okay, das ist ja jetzt nur 10 Minuten Fahrt, dann halten wir kurz an und vielleicht haben wir Glück. Aber das gleiche Problem, sie können uns keine Flasche geben, wenn wir nicht eine leere Flasche hier abgeben. Stunden später, jetzt sind wir angekommen. Das ist hier irgendwie so ein Wohnmobilladen. Zumindest stehen hier ganz viele Wohnmobile oder Caravans. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Da bin ich ja echt mal gespannt, was wir überhaupt jetzt kriegen oder ob wir irgendwas kriegen. Das ist schon mal, wir haben auf jeden Fall einen Shop hier. Stromheizung. Ein paar Sachen haben die, ne? Die Tür geht auch automatisch auf. Oh, you remember us so nice, thank you. I'm so glad because it could have been a another name. It's so awkward to start happy in season. Is it the camping gas you're looking for? Yes. Yeah, exactly. It's would you like the 97 or 904? I don't know which one fits actually. They both fit, or I guess it depends how much space you've got. And I'll bring both of them out for you. Okay. We had to park the camper van on the parking lot over there. Yeah. Okay, I'll wait here. Ich weiß nicht. Adapter? Ich habe keine Ahnung. Je nachdem, was fittet, hat er gesagt. Also die haben auf jeden Fall eine Menge Krams hier. Von Tauchpumpen. Alles. Ja. Kannst du auch noch wahrscheinlich haben wir jetzt noch einen Glas kaufen, aber eine Flasche kriegen. Ja, oder du kannst dir einen Becher kaufen. Ein Becher? Ja. Ja, great. Okay. Passt das bei uns? Price wise, Nee. Sondern? so that is £54.99 Sag was. and that's £45. Verdammte Scheiße. Das war ja doch wieder ein Missverständnis, weil die jetzt mit irgendeiner Campinggaspuddel kommen. Hier stehen die richtigen Flaschen drauf. Hier stehen die richtigen Flaschen drauf. Weil die jetzt mit irgendeiner Campinggaspuddel kommen und nicht mit einer normalen Gasflasche. Und dann ist es irgend so ein olles rumgebastelt und dann mit so einer kleinen, weiß gar nicht, was das, 2 Kilo oder so. Keine Ahnung. Und wenn unsere Flasche hier mit 11 Kilo in 5 Tagen leer ist, das ist doch scheiße, ey. Das ist doch richtig scheiße. Ich würde ja fast sagen, wir kaufen uns einfach so einen mobilen Heater und eine Kochplatte und gut ist, ey. Das ist eine Scheiße.
Okay, wir sollen jetzt mal vorfahren und dann wollen die das mal ausprobieren oder sehen. Keine Ahnung. Okay. Also Harper hat eine Flasche für uns, verkauft sie und auch den richtigen Adapter, aber es kostet 90 Pfund und wir können die Flasche, bevor wir auf die Fähre gehen, auch wieder abgeben, wenn wir entsprechenden Händler finden, aber wir bekommen dort nur 50% von dem Originalpreis wieder. Das ist ja teurer Spaß, aber was bleibt uns anderes übrig? Und wir kriegen jetzt nur eine 6 Liter Flasche und ich hoffe, sie reicht jetzt für die nächste Woche. Of course, yeah. Perfekt. So where are you touring about to next? We don't know. We just wanted to get gas today. Yeah. Last night it was freezing. You know, we have a little girl on board as well. So, and we need it for heating and cooking and everything, you know. It's a menace. Yeah. This I mean, this part was put on all caravans and motorhomes to make it European standard. Yeah. But from there on, nothing is standard. So Ja, okay. it's always Yeah. a change. So we need to change this back later. Yeah. Yeah. I mean, most of all, we're mad about ourselves because it's not the first camping trip we did, you know. But my colleague who handed me over the car, he said this bottle is full. And it wasn't. And obviously it wasn't because we've been just traveling for a week. And yes, we've been using it as a heater and for cooking. But 11 liters can't be empty after a week, would you say? If you've used the heating a lot, could be. I think so. Yeah, it could be, because the cooking, no way, but No. heating uses quite a bit Okay. of gas. So I think you've not had heating on electric. Yeah. It's been all No, gas. in our last car we had a diesel heater. Okay. Yeah, So, this and, was much more efficient for us. Yeah. You just go to the gas station and that's Yeah. it. Yeah. Yeah. No, it's been quite possible to use a bottle in a week. Oh my God. That makes it more difficult to travel in countries like here. Yeah, I mean, the good thing is you'll get this anywhere. So if this one goes empty, it's Yeah. just a refill you need Yeah, to get yeah, you yeah. through to the end Yeah. of the holiday. You know? So, Yeah. But we've been talking to quite a few people and they say these days, you know, they don't just give you bottles. You need to give them an empty bottle to get a full one. That because was- there are not enough bottles That's right. circulating. Yeah, it's okay now. Yeah? That was the case Oh, for okay. quite a long time during COVID, but now it's okay. 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 So Yeah. they haven't heard the news. I don't know. I think a lot of people probably don't know that yet, but Yeah. it is just recently you're allowed to sell these again. Okay. Um, Okay. Yeah. So yeah, it's lucky. But Good to know. during COVID, to be honest, we still did it. Yeah. Not during COVID, but even after. Yeah. Because if you're stuck, you know, you've got to try and help people. Yeah. But officially from Carla, you weren't allowed to sell them, but we still did. Because the money goes to Carla Gas, Yeah. so they then have the money to buy another bottle. But it's just Obviously, everything's obviously. I need the hose. Wie meine Haare sitzen, ist mir heute völlig egal, weil nach gefühlten 1000 Kilometer Autofahrt durch Schottland haben wir es jetzt endlich geschafft, bei SD Harper eine Gasflasche und den entsprechenden Adapter zu kriegen, damit wir heute Nacht nicht wieder frieren müssen. Was hat uns das Ganze gekostet? Für das Geld hättest du auf jeden Fall oft zum Friseur gehen können. Nee, nicht hier. Das ist teuer hier. 90 Pfund inklusive Gasflasche, Adapter und das Einbauen und Testen, ob alles safe ist. Und was auch wichtig ist, wir haben auch gleich die Adresse in Newcastle bekommen, wo wir die leere Flasche abgeben können und ein Agreement, ja, womit wir dann auch einen Teil des Pfandes, nämlich 50% des Pfandes der Flasche zurückbekommen, immerhin. Ja, also super Service, super nett. Ich habe hier erst mit Sean gesprochen und dann mit noch jemanden. Ganz Also ehrlich, sehr und tolles Team. als Sean kam, da dachte ich schon, ach du Scheiße, die wollen uns jetzt so eine Campinggasflasche, so eine 2 Liter Campinggasflasche Ja. verkaufen mit Adapter und so. Das hätte natürlich überhaupt nicht funktioniert. Nee. Und dann kam Gott sei Dank der Profi, der uns hier gerettet hat mit einer ordentlichen 6 Kilo Ja, Gasflasche ja. mit Adapter. Also von daher Stuart. Ja. Stuart war sein Name. sehr, sehr geil. Genau. Nochmal getestet, ob alles dicht ist. Ja. Und er hat auch gesagt, dass es sein könnte,
dass vorher unter dem Druckminderer schon irgendwie was locker war. Und es kann sein, dass wir ein Leck gehabt haben und deswegen die Flasche so schnell alle war. Er meinte aber, wenn wir damit auch sehr massiv geheizt haben, kann es tatsächlich sein, dass so eine 11-Liter Flasche nach einer Woche leer ist, was echt krass ist. Naja, 5 Tage waren wir ja nur unterwegs, ne? Ja, genau. Also, aber jetzt haben wir erstmal alles. Und ich brauche unbedingt was zu essen. Und ich auf jeden Fall ein Bier. Naja, komm, dann los geht's. So, Mutti hat einen Stellplatz für die Nacht rausgesucht. Wir sind nur circa 15 Kilometer weiter gefahren von dem Örtchen, wo wir gerade gerettet wurden. Wir sind jetzt in Lucy Maus. Ach ja, Lucy Maus. Lustiger Name, ne? Und wir sind jetzt direkt am Meer und hier ist ein wunderschöner Strand. Aber der ist mir völlig egal, weil ich habe richtig Hunger und ich werde hier was essen gehen. Oh, und ich ärgere mich. Also wir gehen nicht an den Strand, weil ich würde mich ärgern, das Surfbrett nicht mitgenommen zu haben, weil hier sind auch noch die perfekten Surferwellen, die hier reinkommen. Es ist ja unfassbar schön. Sieht sehr schön aus. Wow. Und dann hier auf diesem Parkplatz darf man auch noch eine Nacht so stehen mit dem Camper. Ja, das steht sogar auf dem Schild. Wie offiziell erlaubt. Ist ja ne? Kein Müll da lassen, steht nochmal extra da. Aber wir haben ja gerade alles entleert auf dem Campingplatz, auf der wunderschönen Isle of Skye, die wir uns nicht angeguckt haben. Das finde ich echt mal eine Version. Das ist unfassbar. Das habe ich bisher auch noch nicht hier irgendwo gesehen, dass hier einfach mal so steht, für eine Nacht könnt ihr so parken. So, Lotti wollte irgendwas. Was gibt's? Also Papa, ich habe dir doch gesagt, du hättest das mitnehmen sollen. Das Surfbrett. Ja. Aber du wolltest ja nicht, weil es so groß war. Ja. Ich dachte, wir haben das Surfbrett oder die ganzen Kitesachen nicht mitgenommen, weil ich dachte, dass wir primär in den Highlands sind. In den Highlands und im Westen unterwegs sind. Und im Westen kann man nicht so. Ja. Aber dann mussten wir einmal rüberfahren. Oh, jetzt das Schicksal. Markus zeigt euch das nochmal auf der Karte, wenn er es nicht schon gemacht hat. Jetzt das Schicksal. Und dann sind hier die perfekten Surfwellen und man könnte hier perfekt kiten und so. Es riecht nach Meer. Ach, manchmal. Aber eigentlich ist es auch schön. Baden. Ja. Ich komm mit. Ich gehe wir auch können baden, natürlich. Na, jetzt gehen wir jetzt was essen. Aber guck dir diese geilen Wellen an, die kommen total perfekt rein. Danach gehen wir baden. Nach dem Essen? Ja. Morgen früh. Oh, da hinten, guckt euch die Wellen an. Perfekt kommen die hier rein. Wie viele Vögel hier sind. Das ist ja ärgerlich. Hast du einen Schuh an? Nö. Kommst du nicht an? Nein. Komm, wir gehen. Richtig, upsala, richtig geiler Parkplatz. Coole Location hinten, das sieht auch schick aus. Euch interessiert jetzt, wie es aussieht. Ich zeige euch das mal. Es hat ja auch wieder einen Vorteil, abseits der normalen Touri-Routen unterwegs zu sein. Dann guckt euch das mal an. Ideale Lage, da vorne sind die ganzen Restaurants, Kneipen. Hier vorne noch ein bisschen Kultur. Hier mega geiler Strand, also auch gerade für Wassersportler. Und dann, guckt euch das an, man kann hier gratis stehen und wir sind die Einzigen, die hier stehen. Also das ist ja auch schon wieder der Vorteil von solchen Locations, wenn man halt einfach irgendwo unterwegs ist, wo sonst normale Touris nicht unterwegs sind. Und hier steht sogar East Beach, 4 Minuten zu Fuß. Jetzt haben wir ja gerade davon gesprochen, ne? Und hier übrigens, da ist der Strand, da sieht man es ganz gut, mit extrem vielen Möwen. Was auch immer die da machen. Wahrscheinlich warten die alle auf den Surfer, denn wir haben gerade von gesprochen. Und jetzt ist hier gerade ein Surfer an den Strand gelaufen, der jetzt hier sich in die Wellen wagen wird. Speisekarte. Tja, so ist das mit dem Schicksal, ne? Aber also mir gefällt das hier unfassbar gut. Guck mal hier, diese kleinen Häuschen hier, diese Promenade, die hier ist. Das sieht alles so ein bisschen schon wieder so Côte d'Azur französisch aus, hätte ich fast gesagt. Oder nee, hier Südengland. Da sieht das auch so ein bisschen so aus, ne? Ja? Ja, mit diesen kleinen steinernen Häusern und überall diesen goldenen Namensschildern überm Eingang und so. So ein bisschen Pub-Style auf Weinrot, so typisch. Ich drehe durch, oder? Ich glaube, du bist heute sehr viel Auto gefahren. Wir haben sehr viel Stress hinter uns. Das stimmt. Abend. Das stimmt. Seit gestern Nacht, ja. Seit gestern Nacht.
Ne? Wir haben noch schön ein letztes Mal gekocht, ohne zu wissen, dass es das letzte Warme für den ganzen Tag ist. Ja, genau. Gegessen haben wir auch noch nichts Richtiges. Ja. Deswegen belohnen wir uns jetzt nochmal, obwohl Susi schon so viel Geld ausgegeben hat, belohnen wir uns jetzt nochmal mit einem leckeren Essen, oder? Ich. Ja. Also auch mit Außenbühlen heute. Nee. Du hast nur du ausgegeben. Ich habe da gar nichts ausgegeben. Fast alle. Was haben wir uns verdient? Oh, Wärme im Auto. Das ist schön. Oh, du isst ein Eis. Ich schwitze das gleich. Gott sei Dank. Oh Gott, wir können wieder kochen. Kaffee, Tee, alles, wir was können ihr es heute wollt. richtig mal heiß machen. Ja. So, jetzt müssen wir aber noch die Standheizung einmal, bitte, testen. Mach mal bitte. Ich mag dieses Bedienteil nicht. Ja, es ist ein bisschen komisch, ne? Dreh mal richtig auf, bitte. Hä? Auf 5. Was? Mutti schläft heute nackt. Was? Oh Gott. Komm schon. Oh, ich Gut, höre sie. ich mach schon mal Aufguss klar. Orange Mandel gibt's heute. Orange Mandel. Wie bitte? Nein. Wir machen Spaß. Aber ich höre die Standheizung Yay! und es ist dieses orange Leuchten ist weg. Yay! Oh Gott. Wobei ich das Bedienpanel von dieser Truma-Kombi nach wie vor scheiße finde. Ja. Ja, und apropos, also so geil finde ich das Bedienpanel hier auch nicht. Wieso? Es wird einem immer... Wieso ist ein Wasser jetzt schon wieder nur 66? Hast du nicht aufgefüllt? Wir sind komplett voll. Okay. Okay, guck mal, hier Reserve 0. Wasser müsste 100% sein, weil wir sind komplett aufgefüllt. Ja. Funktioniert nicht und er hat immer nur Dreier-Schritte, ne? 100%, 66, 33, 0. Ja, das ist echt blöd. Und hier... Gut, okay, hier kann man noch sehen, wie viel Strom an Bord ist. Das das ist ist vorne okay. die Starterbatterie, ne? Das Starterbatterie. Wobei auch Frage, wir sind heute den ganzen Tag gefahren. Was ist das hier eigentlich? Ach ja, guck mal. Ja, da hätten wir wahrscheinlich gestern Nacht Hätten wir 3 mal gucken Grad. können, ja. 17 Grad drin. Gibt es Ja. auch einen draußen? Nee. Das ist nur eins. Okay, aber 17 Grad drin kann auch eigentlich nicht sein. Es ist schweinekalt hier drin. Gut. Heute Morgen war es kälter. Ja, gut. Aber es sind doch keine 17 Grad hier. Naja, gut. Jetzt heizen wir erstmal richtig ein, ne? So sieht's aus. Ich esse noch ein bisschen mein Eis auf. Und Ich Lotti auch. Mit einem wunderschöner Waffel. Ja. Vielleicht machen wir heute Abend auch noch ein bisschen Kino hier. Nein, wir machen was Besseres. Wir machen den Gruselabend und ihr dürft dabei sein. Okay. Mit Gummibärchen, Spinnen und gruseligen Harry Potter Filmen. Na, da freue ich mich schon. Naja, ich mich auch. Ich auch. Und vor allem, es wird nicht schockierend kalt sein, sondern gruselig warm. Aber ich leg mir vorsichtshalber doch noch eine Decke mit hin, ehrlich. Also das Zu hat, heiß. ich habe ein Trauma von gestern, glaube ich. Oh Gott, ey. Ich auch. Ja. Ich hatte Das war auch wirklich, Nahtoderlebnisse. es war auch wirklich echt übel. Also meine Nasenspitze, ich habe in voller Montur geschlafen, also Ja. mit Mütze, Hose, Mütze, Schal. allem drum und dran. Alles. Es war halt auch einfach echt zu kalt. Ihr habt mir aber kein Pullover gegeben. Ich hatte nur eine Mütze, ein T-Shirt, eine Hose, Socken und die Unterwäsche. Ja, hast du gefroren? Yep. Hättest du was sagen Ja. müssen. Hab ich doch. Wann denn? Okay. Als ich gesagt habe, ich habe keine Mütze. So, ich ziehe erstmal die Schuhe aus, Ja. weil sonst gibt's Ärger. Heiße Füße. Ah. Das fühlt sich gar nicht Vorne haben wir an. schon zugezogen. Aber also das finde ich halt auch, also hier ist so ein Mix aus billigen Verdunklungssystemen und teuren. Ich mag diese Rollos, die hier so einen abwischbaren Stoff haben. Und ich hasse eigentlich
hier diese Dinger. Diese mit Pappe. Also, weil da vorne ist es halt auch schon ein bisschen kaputt gegangen. Da geht es gar nicht mehr richtig zu. Hier bei diesem Fenster ist das halt auch nur so ein Pappestoff hier. Das kann ich mal zeigen. Und während der Fahrt hat sich das Ding aufgebläht und zwar hier in den Innenraum rein. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild davon. Das heißt entsprechend, dieses Fenster ist nicht richtig dicht. Es zieht während der Fahrt hier richtig ordentlich rein. Vielleicht zieht es jetzt auch die ganze Zeit hier rein. Aber es hat so viel reingezogen, dass sich dieser Verdunklungsvorhang hier sogar nach außen gewölbt hat. Und wie gesagt, das finde ich halt irgendwie ziemlich blöd, ne? Also gerade wenn man hier vielleicht abends mal kocht oder so, das kannst du halt nicht abwischen und das ist halt einfach so ein... Ja, schade eigentlich, ne? Kann man auch mit so einem kleinen Rollo machen. Außerdem finde ich, diese Rollos lassen sich auch einfacher zu reparieren. Ja. Lassen sich auch einfacher reparieren. Ist ein langer Tag. Naja, gut, was soll's. So sieht's aus. Standheizung läuft. Licht ist an. Was ist eigentlich noch im Kühlschrank? Wir können mal gucken. Bin ich auch übrigens total begeistert von. Also das Ding hat einen riesen Tiefkühlfach. Brauchen wir halt nicht. Liegen nur Erbsen drin. Ne? Aber es ist ein riesen Kühlschrank. Und hier unten, das finde ich auch richtig geil, nochmal eine Kühlschublade. Zum Beispiel für Getränke, für alles Mögliche, was hier oben nicht reinpasst. Also da hat man richtig viel Staufach und Fläche. Sehr, sehr cool. Was ich ein bisschen albern finde, ist hier diese Abdeckung. Verstehe ich gar nicht, was das soll. Das ist eigentlich ein Schneidebrettchen. Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Also das ist irgendwie gefühlt ein bisschen überflüssig. Man weiß immer gar nicht, wohin damit. Es wäre halt ganz cool, wenn man das hier irgendwie magnetisch ranhängen könnte oder so. Also das fliegt hier immer rum. Guck mal, die beiden Damen machen schon das Kino klar und ich kann aufhören mit labern. Ja, gibt es jetzt. Und das Ding ist nicht aufgeladen. Ja, apropos aufladen, was halt auch richtig schlecht ist an diesem Fahrzeug, und ich höre auch gleich auf, ist die Möglichkeit der Stromanschlüsse. Ne? Denn man hat aber das zeigen wir euch mal bei Tageslicht, weil das ist so gut versteckt. Im Dunkeln ist es eigentlich nicht zu finden. Vielleicht machen wir mal ein Video von, also so ein Vorstellungsvideo oder so ein Bewertungsvideo von diesem. Ja, also jetzt nach einer Woche, glaube ich, können wir das mal machen. Das stimmt. Weil da haben wir jetzt, glaube ich, auch alles ausgiebig getestet. Das stimmt. Wir machen nochmal so ein Testvideo von dem Auto. Das stimmt. Das macht mehr Sinn. Das hilft vielleicht auch Leuten, die sich sowas kaufen wollen oder überlegen, welches sich mieten sollen. Also es gibt definitiv viele Vorteile. Ich bin echt überrascht von diesem Joghurtbecher, wie ich sie liebevoll nenne. Ja. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die mir hier gar nicht gefallen. Aber das erzählen wir euch dann. Mein neuer Lieblingsort in Schottland. Ich bin hin und weg, muss ich echt sagen. Ist ja unfassbar. Da hinten seht ihr einen großen Parkplatz, da stehen wir auch. Das Parken ist hier kostenlos. Wir waren ganz entsetzt heute Morgen, als jemand von der Stadt neben uns geparkt hat, weil wir dachten, oh ja, irgendwie muss man doch hier Geld zahlen, weil wir stehen hier unmittelbar am Meer mit Wellenrauschen beim Schlafen. Richtig, richtig geil. Es gibt sehr viele Mülltonnen hier auf diesem Parkplatz, also man kann überall seinen Müll entsorgen und es wird noch geiler. Und was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt. Ihr könnt es schon erahnen, hier am Parkplatz ist auch noch ein Klohäuschen, öffentliche Toiletten, und so gute öffentliche Toiletten habe ich selten gesehen, vor allem überhaupt nicht in Deutschland. Hier gibt es sogar dreilagiges Klopapier auf den öffentlichen Toiletten. Es ist Wahnsinn, es gibt eine Seife, aber ich zeig's euch. Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann sind natürlich solche Plätze hier auch elementar. Und auch die gibt's hier.
Man kann eigentlich sagen, hier ist für alle was dabei. Ne? Also für mich ein bisschen Hafen. Dort vorne sind ein paar Läden, Shops, ein Friseursalon, leckere Restaurants. Quasi für Susi. Und ein Spielplatz hier für Lotti. Also es ist echt alles dabei. Besser geht nicht, oder? Ja gut, das Wetter ist heute nicht so gut. Ich fasse es immer noch nicht. Wirklich, ich bin nach wie vor immer noch nachhaltig begeistert. Postet mal bitte unten in die Kommentare, gibt es irgendwo in Deutschland nur einen einzigen Ort, an dem man gratis, kostenlos mit seinem Camper über Nacht offiziell stehen darf, direkt am Meer, mit Rauschen, öffentlichen Toiletten, dreilagiges Klopapier, sauber, Seifenspender, Spielplatz um die Ecke. Es ist doch unfassbar. Und Bars im Hintergrund. Ja, Bars und einen unfassbar schönen Strand mit Wellen, mit Kiten und Windsurfwellen. Haben wir schon gesagt, kostenlos und offiziell erlaubt für Camper? Ist ja unfassbar. Postet das bitte mal in die Kommentare. Gibt es nur einen einzigen Ort in Deutschland, wo das möglich ist? Verraten wir diesen Ort hier eigentlich? Ja, doch, auf jeden Fall. Wenn ihr hier mal seid, dann kommt mal her. Das ist wirklich schön. Unfassbar. Ey, ich bin, also... Ich glaube es immer noch nicht, ne? Also... Was stimmt denn mit dem hier? Ja, was ist denn los hier? In Deutschland müsstest du hier Kurgebühren zahlen, ne? Kurtaxe, weil du ja hier am Meer bist. Dann müsstest du natürlich 5 € pro 2 Stunden Parkgebühr zahlen. Über Nacht parken ist natürlich verboten. Das geht gar nicht. Und die öffentlichen Klos, die kosten mindestens 80 Cent. Und sind eklig. Und sind eklig. Und haben natürlich kein Klopapier. Musst du selber mit. Ja. Ja, ist sehr schön. Unfassbar. Vielleicht finden wir noch mehr von diesem. Ich weiß es nicht, aber das ist mein neuer Lieblingsort in Schottland, muss ich echt sagen. Ich bin begeistert. Großartig, weil ich dreilagiges Klopapier und umsonst kacken habe. Highlights von Schottland von Marco. Wow. So sieht's aus. So, dann geht's jetzt weiter, oder? Ja, wir gucken uns mal den Strand an. Ja, Müll, ne? Übrigens, der größte Plastikabfall im Meer sind nicht unsere Plastikflaschen oder sowas, sondern sind die Abfälle vom Fischfang. Also Netze, Seile, alles was so vom Fischfang kommt, das ist der größte Plastikmüll, den es in den Meeren gibt und auch der gefährlichste für kleinere Wale, Fische, Delfine. Genau, hier sieht man unter anderem auch nochmal hier so ein Netz und wenn so ein Netz kaputt ist, dann geht das halt einfach über Bord, ne? Und genau, und alles verfängt sich halt da drin. Also überdenkt mal ganz kurz euren Fischkonsum, weil das ist mit das Dramatischste für unsere Weltmeere. Ist halt so. Leider. Wo ich ja so manches Brötchen schon lecker finde. Ne? Ja, aber man darf es nicht essen. Es ist halt so. Das heißt nicht, ich würde es nicht verbieten. Ja gut, okay. Aber wie du schon sagst, den Fischkonsum, wie viel esse ich da? Ja, genau. Ne? Dazu gehört ja auch Dosenfisch. Schön der Thunfisch aus der Dose. Ja, der Thunfisch ist sowieso ganz furchtbar, weil da ist so viel Nebenfang, der einfach nur weggeworfen wird. Also, Lachs, ne? Also, ja, Lachsfarm. Wir haben euch die Lachsfarm auf den Färöern gezeigt und in Norwegen. Ganz Schottland, schlimm. Schottland und alle hier auch. anderen, die es noch gibt. Ja. Ist auch sehr, sehr umweltschädlich. Ja. Und furchtbar für die Tiere. Absolut.
Ja, wer die Doku noch nicht gesehen hat übrigens, ne, von Kate Winslet, die ist empfehlenswert. Absolut. Ich verlinke die unten nochmal.